da moet vriendingen zijn. Brood wordt vermeerd, bloemen goed, zo best close to heart. Du allein, Licht schient in dunkelste Nacht, ohne Wort Hoffnung gebracht, so best close to heart. Du allein, Gott, du bist Grater, Gott, du bist Stärker, Gott, du stehst selber alle Tore, du bist uns Heiler und Stärker, da so best close to Licht schient in dunkelste Nacht, ohne Wort Hoffnung gebracht, so best close to heart. Du allein, Gott, du bist Grater, Gott, du bist Stärker, Gott, du stehst selber alle Tore, du bist uns Heiler und Stärker, da so best close to Gott, du bist Grater, Gott, du bist Stärker, Gott, du stehst selber alle Tore, du bist uns Heiler und Stärker, da so best close to Von Gott und uns ist ihn still, und kann uns jemals davon. Von Gott und uns ist ihn still, wir können jeden Sturm. Von Gott und uns ist ihn still, und kann uns jemals davon. Von Gott und uns ist ihn still, wir können jeden Sturm. Wir können jeden Sturm. Gott, du bist Grater, Gott, du bist Stärker, Gott, du stehst selber alle Tore, du bist uns Heiler und Stärker, da so best close to Gott, du bist Grater, Gott, du bist Stärker, Gott, du stehst selber alle Tore, du bist uns Heiler und Stärker, da so best close to Von Gott und uns ist ihn still, und kann uns jemals davon. Von Gott und uns ist ihn still, wir können jeden Sturm. Von Gott und uns ist ihn still, und kann uns jemals davon. Von Gott und uns ist ihn still, wir können jeden Sturm. Wir können jeden Sturm. Vi har groet dat lied gezongen, zo best bloos du. En dat is Jezus, en dat jet schijnt dat lied met zingen, dat harken, en wie weten, dat we kunnen naar Jezus kijken, wie zei, hij is die wat over alles staat, hij staat de heiste, hij is dat licht in deze donkere tijd. En dan zongen we op een sted dat er wordt hoopning gebracht naar de armen. En ik dacht zo dat wie wel meer zo worden als Jezus. We streven naar dat we wel dollar zo worden als hij is. En über die laatste tijd hebben we de Gelegenheit gehad als Lebenswasser met diesen Banco de Alimentos, helpen det eten anpakken, zo'n dingen. En we hebben ook kunt de hoopning zijn te de armen.
En wel bis dankzij sei zu jünt, wat zijn Portje was van dort. Aber wel we bloß widerstreben en naar Jezus kijken en zeggen, du stehst over alles, du bist het licht in deze donkere tijd en we houden ons aan die. Wel we nog te beten voor we het nächste Leuten aangaan. Voor am Himmel dankzij voor deze tijd en dankzij dat we allemaal kunnen naar opkijken naar die en dat du over alles staat, du hältst onze hang en du jes voor ons, du jes ons leiding en we wel bloß meer worden du. En dat we kunnen in die voetstappen gaan en die arbeid hier op deze eerd volvallen. Dankzij in Jezus' naam. Amen.
meine stem schweren kom. Wo kon ik die in Leid sehen? En een meer van diesen kom. Jesus, begegnest du mir hier? Lot din Friede war mir kom. Mir fehlt die Mai aus Verhell, leer meine Sorte sehen. Mein Gott ist noch in Kontrolle. In Heide hielt ab sin Traum. Want hij buik schadren in merwallen Raum. Ik sing meine Säules tevreden. Mein Gott ist noch in Kontrolle. Du lässt mich niemals allein, wenn die Welt mich auch verlässt. In all mein Trühe und Not, dort vertrüsch ich von der Kraft. Dann scheint verblieben bei mir, wenn die Näakjste bietet. Wat immer passiert, du bleibst doch Gott, ich will weiter sehen. Mein Gott ist noch in Kontrolle. In Heide hielt ab sin Traum. Wenn die Buik schadren in merwallen Raum. Ich sing meine Säules tevreden. Mein Gott ist noch in Ich hab Frieden in meine Seele. Ich hab Frieden in meine Seele. Ich hab Frieden in meine Seele. Ich hab Good morning, alla, and welcome to Lebenswasser online. Welcome dat je zijn nangeschalt, dat je waarom met ons taub zijn zit. Wenn je ja sind, wenn je vielleicht im ersten Mal ans sein in Lebenswasser, wir heiten you welcome. Wir sind nicht von der, ich sehe nicht in der Kirche, wir tun nicht abtapen von der in uns Studio, aber wir sind bis dankbar, dass wir weiter können in Jün Heim kommen. Mein Name ist Pastor Jacob und wir freuen uns, dass jemand uns taub sind von der.
Mir jankert war ein von unseren Values ever zu gehen, oder wie nennen die unsere Werten. So ein von unseren Werten in der Kirche, der sagt, dass wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Und so uns jeder scheint mit wem taub sein, und die Zeit, was wir können in der Kirche taub sein, dort jemand scheint mit Freunden taub sein, wie kicken Pferde weg, wenn wir dort waren, können down. Aber wir sind als Menschen, wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Und ich hoffe, dass wir hier können in dieser Zeit, was wir nicht hier können in der Kirche taub kommen, wir sind tüß in uns Heim, dicht dabei gekommen zu unserer Familie, gute Gemeinschaft gehabt mit unserer Familie, mit unseren Kindern, Dinge taub getan, dass die Gemeinschaft erst besser geworden. So wir sagen, wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Gott gibt uns Freunde, mit wem wir taub Waussen dann. Und so, weil wir wieder taub Waussen als Familie, und wir kicken Pferde weg, wenn wir in der Kirche können taub kommen, in Gemeinschaft haben. Wir sind ganz froh, dass wir von der können nähere Botschaften anfangen. Pastor John, der wird die nächste Feier senden von der, und die nächste 3 senden, wird er diese Botschaften nennen gehen, und der heute nächste Staupen. So hier ist Pastor John. Good morning, Lebenswasser. Wo jedet von dir? Staan ze ver, je zijn wat taub als je families, tussen je Heime, oder vielleicht das, wo je vorhin vielleicht waren, wo immer je sind, wir wünschen je Gott seine Recke sehen. Ich freue mich, sozusagen in je Heime anzukommen. Ich freue mich für unsere Technologie, was wir haben, und dass wir können rutschstrahlen. Und wir wünschen je bloß einen guten Tag und eine gute Zeit. Merkt je Trockigkeit mit je Familie. Fortrit mit den oder Boy oder irgendwo Büten spielen, irgend so eine Dinge steht, wenn das sei sind für je Familie, für je Kinder, wenn sie Sonnenschein kriegen und sie sind in der Luft. Und so wir wünschen je bloß Gott sein Recker sehen. Ich dachte, das wäre ohne Leid, was wir erst einmal singen. Als Kinder, wir haben Pferden gesungen. Ich glaube, es für viele von Ihnen kennen das Leid. Auf Englisch sagt es, count your blessings, name them one by one. Auf Hochdeutsch wird es so was als zähl die Gnaden gaben sie, was Gott getan. So wie kann das Leid vielleicht in verschiedenen Sprachen. Aber das Leid sagt, teil deine Sehnungen und nahm die ein bei ein. Und einmal muss wir das tun. Ich glaube, wenn wir in eine Zeit ankommen, als vielleicht ein bisschen eine negative Zeit, oder wir kämpfen mit Dingen, dann muss immer verjährt wie von die guten Dinge, die wir noch in uns Leben haben. Und wird ihr das noch eine lange Streit von Dingen, die wir in uns Leben haben. So, ich will dir Mut merken, teilt deine Sehnungen, nahmt die ab, schrift du ein wenig ab, wenn du sind viele Dinge, was sehr gute Sehnungen sind in uns Leben. Ich will dir doch sagen, dass wir wollen unsere Kirche aufmerken waren, so schön als wir offen können, wenn wir einmal das reine Licht kriegen von der Regierung, ein bisschen höher ab, als bloß hier im Cocktailmarkt, dann werden wir unsere Kirche sicher aufmerken. Wir schaffen noch an unsere Kirche, wir checken verweg nur die Zeit, wenn wir waren 3 sind, und die Dinge waren ein bisschen anders sein, und die waren besser sein, der Livestream wird besser sein, und in der Kirche wird es besser sein. So wir checken verweg nur dort, und ich will Ihnen bloß Mut merken, dass ihr dort in Ihnen Mind haben, in Ihnen denken, dass wir kommen 3 nach der Kirche, und das wird sehr fein sein. Und wir wollen wieder top sein, und wenn die Zeit wird kommen, wo wir wieder können spazieren, Kaffee trinken bei der Kirche, dann wird normal sein. Und dort checken wir so ja verweg noch. Einmal, wenn wir durch eine 3 Zeit gehen, dann wartel wie Deiper. Weet je, wenn wir getreid haben, oder wir haben einen Baum, oder ein so, und dort ist ein bisschen dreig, dann wartelt die Deiper, die sägt noch Wuta. Und so dort ein bisschen so es in uns Leben schafft. Wir warteln Deiper, wenn wir durch eine 3 Zeit gehen. Und vielleicht hast du ein bisschen eine 3 Zeit. Für some von uns, ich weiß, wir haben in unsere Gebete, was wir haben, wo Menschen uns gefragt haben, noch Gebete, da habe ich einmal gehört, bet für mich, wenn ich fühle mich dreig, oder ich fühle mich so, dass ich soll jässlich wachsen. Und weet je, dort wo ich will von reden in den nächsten paar Werk. Wir fangen hier die Botschaften an, den an wie nächste Staupen. Was sind die nächsten Staupen in uns Leben? Und so dort wo ich will in den nächsten paar Werk von reden. Meine Früher und ich, wir merken das ja im Garten. Und das ist ein Ding, was ihr könnt tun mit den Kindern tun. Im Garten merken. Vielleicht habe ich all für Jahre nicht im Garten gemerkt, aber das wird ein gutes Jahr sein, um das zu tun. Laut die Kinder im Garten schaffen, in der Idram weilen, in der Sonne schien, das ist ein gutes Ding. Aber meine Früher und ich, wir merken Garten. Wir haben Korn, Lühl nur den Tag, wenn wir schweren Kornohren eten.
Oder wir haben Rhabarber, wo wir noch ein Rhabarber backen. Und wir haben Gurken. Wir haben verschiedene Dinge im Garten. Aber weißt du, was Lied? Wir müssen erst sehen, fertig was wächst. Die Sod, die Kinder sozusagen, oder die Sod, die wir erst in Eden haben, fertig ein was wächst. Alle lebende Dinge, was gesund sind, wachsen. Dat hält sich gleich, als dat ons Menschenleben ist, als dat Kruid, oder Grünz, oder ein Baum oder so was Leben ist, oder als dat Tieren sind. Aber gesundes Leben wächst. Und da werden wir geistlich nachchecken. Ein gesundes, geistliches Leben wächst. Und so viele von uns haben das verlangt. Wir wollen wachsen. Und so ein gesunder Christ können wir sein, der wächst geistlich. Und über das nächste Feuerwerk, waar wir davon reden, was meint das, geistlich wachsen? Aber was wichtig, dass wir können geistlich wachsen. Und so von der habe ich eine Botschaft, die nennt sich Leben verwachsen. Wie man erstmal Leben haben, da man erstmal gesät, da man erstmal abgehen sozusagen, für das Leben ist. Wir können nicht erwarten, dass wir einen Garten haben, wenn wir nicht sehen. Wir können nicht erwarten, dass wir einen Kornstab haben oder ein Apfel kriegen, wenn wir keinen Baum planten oder kein Korn planten. Und so Leben verwachsen. Das sind solche selbstnatürliche Gedanken, können vielleicht sein, Common Sense würde man mal auf Englisch sein. Aber wenn das bei uns geistliches Leben kommt, dann weiß wir das einmal gleich. Oder wir denken da nicht an, oder wir verstehen nicht, dass das Leben braucht, für wir wachsen können. Und so das, wo ich von dir will reden, und Leben. Ich will wachsen in dem Herrn. Das ist ein Ding, was wir gehört haben von Jünd. Immer wahr, von vielen von Jünd. Wie Salz. Ich glaube, alle von uns, wir feiern einmal in gewisse Tiden in uns Leben so, dass wir wollen wachsen. Wir wollen geistlich wachsen. Wir wollen irgendwie nur an Gott kommen, oder wir wollen stärker werden ans Glauben. Auf verschiedene Wege sagen wir dort, aber wir wollen geistlich wachsen. Und so, der erste Gedanke, was ich von dir will mitteilen, das ist, dass geistliches Leben kommt von Gott. Na, weet je, das ist eine grundlegende Wahrheit, ohne Wohnen du nicht wirst geistlich wachsen. Weil geistliches Leben kommt von Gott. Geistliches Leben ist ein Geschenk, was Gott dir gibt. Aber du musst das geistliche Leben erst haben, fertig kannst wachsen. Wenn du nicht von Gott geistliches Leben hast, dann kannst du nicht geistlich wachsen. Das ist ein bisschen, dass du was Korn essen, ohne Korn planten. Und das schafft nicht. Das sind sehr natürlich deutlich auf Bestab in uns Garten, aber nicht immer so deutlich, wenn es in uns geistliches Leben kommt. Und so wie versuchen einmal alle Hunde Dinge selbst zu tun. Alle Hunde Regeln, Religionen, alle Hunde äußerliche Dinge. Wenn irgendwie Leihwerk, dass ich weiß, es dort geistlich wachsen. Aber wenn ich nicht geistliches Leben habe, und dort kommt von Gott Lied, dort sind Dinge, was wir einfach bloß mal in uns Wort machen, bleiben und annehmen, dass ich uit mich selbst, und ich in meine Kirche, in meine Taufe, in meine Bibel lesen, mein Beten und mein Fasten, und nicht von dort, als geistliches Leben. Geistliches Leben kommt von Gott. Und das Gedanken, den will ich so viel mal sagen von dir, dass ich wünsche, wir würden niemals wieder vergessen und wirklich in uns Wort bleiben, dass dort wird es. Und so ich will Ihnen zum Bibelversen wiesen, wo das klar noch andienen, dass geistliches Leben kommt von Gott. Na, in Epheser Kapitel 6, da redet Paulus von der Waffenrüstung jeden Feind. Ein von den größten Dingen, was der Feind in dein Leben braucht, um die Mutlos zu dienen und um die nicht wachsen merken und so eine Dinge, dass er die verlegen hat. So Paulus sagt, steht fast mit der Wahrheit am dient aus ein Gard, aus ein Belt, können wir sagen. So dort Gott sein erste Ding in der Reserve von den Feind gewähnt. Das ist die Wahrheit. Wir haben in uns Volk alle Hunde Lehres. Wir haben so eine Lehres, dass du kannst nicht weiten, dass du das ewige Leben hast. Du musst den Bastard versehen, dann seinst du dort gut ankommst. Und andere wieder, was wir sagen, dass du musst selbst versehen,
die Jesus het leven te geven en hopefully hast het gekregen, voor die dort onkomt. Aber die Bibel sagt ganz das wat. En zo, wie kan eenmaal een onwaarheid leven? De vriend kan die inbeelden dat du best goed krijgt, of du best veel te verrekte mens, of du hast allerhand dingen in leven en zo. Dat is ene alle goed zo, en God leicht die goed, en God luurt bloos dat die rechten kan. Verschiedene dingen beeldt de duivel ons aan. En daarbij is het wichtig dat we op de waarheid staan. En ik wil je van de waarheid wijzen, wanneer het komt met Jezus het leven. Wat zegt God zijn woord van Jezus het leven? Wanneer hebben we dat, of wat schrijven we dat, of wer heeft ons dat? Of wat moet we doen, wat hebben we ons dat verdient? Al zo'n dingen. En zo, het is zeer wichtig dat we de waarheid in ons hart hebben. Wanneer du de waarheid weet, en du weet wer du in Christus bent, en du hältst die vast aan de waarheid, dan heeft de vriend met die verspeeld. Maar wanneer du zijn leers gelijst, en du leist de leers dat du met irgendwie die zelfs dat verdienen, dan hast een miserabel leven van leers. En dat gebeurt op een grond wat niet zo is. En zo geestelijk het leven komt van God. En zo in Johannes 1 vers 11, du wil aanvangen. Hij zegt dus dat hij komt naar de zienje, aber de zienje neemt hem niet op. Nou, dit redt van Jezus, hij komt naar zijn mensen sozusagen, oder het jüdische volk, aber die neemt hem niet op. Een grote part van de Juden neemt Jezus niet op. En dan zegt hij wieder, aber all die hem opnemen en om zijn naam blijven, geeft hij de macht, God zijn kinderen te worden. Nou, de vraag is wo. Wo worden we God zijn kinderen? Hij zegt hier dat wanneer we Jezus aannemen, we nemen Jezus op sozusagen in ons hart, we nemen dat aan, dat hij is voor ons gekomen, hij is voor ons gestorven, hij is voor ons begraven, hij is voor ons opgestaan. We nemen dat aan. Wo geeft God die uit het leven? Nou, wat passiert dan in die leven? Dat is de vraag wat we moeten verstaan willen. Anders hebben we het niemals klaar of we werkelijk uit het leven gaan of niet. Maar hij zegt wieder in vers 13. Hij zegt hier in vers 11 so steht. Hij zegt, die sind nicht durch Blut, nicht durch fleischliches Verlangen, nicht durch irgendein Mann sein Will, die sind von Gott geboren. Das ist was in vers 13 sagt. Und so, Jesus kommt naar de zienje, aber die nemen hem nicht ab. Aber die wir ihm abnehmen, die geeft hij de macht, oder das Recht, können wir sagen, Gott seine Kinder zu sein. Und das, wo das passiert, das ist nicht durch Blut. Dat is niet wanneer een kind geboren is, dat heeft te doen met mama en papa bloed. Dat komt taub. En dan heeft het een baby. Dat heeft niet te doen met een fleischelijk verlangen. Dat is geen seksuele verhältnis. Er een fleischelijk verlangen door erheen. Dat is niet menselijk erheen, zo te zijn. So we zijn niet durch bloed, niet durch fleischelijk verlangen, niet durch irgendein man zijn wil. Nou weet je hier, dit redt je van een natuurlijke geboorte. Wo dit passiert. Bloed komt taub. Du hast ein sexuelles Verhältnis, du hast ein Verlangen einen und anderen. Und dort gibt ein Baby. Aber er sagt, das ist nicht, wo wir jetzt das Leben kriegen. Er sagt, wir sind von Gott geboren. Na, weißt du, hier können wir andere Dinge ansagen. Das ist nicht durch deine Taufe. Das ist nicht durch, dass du zu einer Wasserkirche hirschst. Oder das ist nicht durch, wenn du hirschst zu uns Mennoniten Volk. Oder das ist nicht dadurch, dass du hast einmal was Gutes getan. Oder du hast vielleicht die Reich angetragen, oder all diese üterliche Dinge, was wir für uns anhängen. Das hat mit keiner von den Dingen zu tun. Er sagt, die wir am abnehmen, in uns sein Namen glauben, die gibt für das Reich, Gott seine Kinder zu sein, und wo das Gott hat, er gibt die Geburt. Jesus soll das Leben kommt von Gott. Das ist, was wir hier sein. Und dann sagt er wieder, Jesus sagt ihm, ich sage dir die Wahrheit, wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Jesus redet mit Nikodemus. Und Nikodemus kommt nach Jesus und er will mit Jesus vertellen. Und das, was Jesus zu ihm sagt, er sagt, du musst von ihnen geboren worden, als kannst du nicht Gott sein Recht sein. Und so die Frage ist, wo sind wir geboren? Wenn das, was du musst haben, zum Leben haben. Das ist sehr klar, dass wir müssen erst eine Geburt haben, bevor wir leben haben. Wir müssen erst mal, dass es abgeht, dass wir was sehen und dass es ab dann zu leben. Aber das nicht leben, wenn er nicht eine Geburt ist. Das nicht leben, wenn wir nicht sehen. Und so, die Geburt kommt für das Leben, ein Leben für Waussen. Und so er sagt, dass du musst von nie geboren worden.
Hij sagt nicht, du musst getauft sein, du musst diese Religion nur folgen, oder du musst nur die Kirche fahren, oder du musst ja alle tun, was ich mal mit dem Haus gehen und mal all deine Sünden abschreiben, sein, dass sie die alle befallen, und sein, dass sie die alle kost bekannt. Hij redet nicht von dort. Na, some von den Dingen sind wichtig, das geht dort alles nicht aus. Aber ohne die Geburt hast du nicht geistliches Leben. Und das ist der wichtigste Punkt, wo wir machen und denken. Jesus sagt wieder, sie sagen einmal, geistliches Leben kommt von Gott. Geistliches Leben kommt von Gott. Und dann sagt Jesus wieder mit Nikodemus. Jesus sagt, ich sei die Worte, wenn ich durch Wutter und Geist geboren wird, kann ich in Gott seine Reich kommen. So, er sagt noch einmal das selbe Ding. Er sagt zu Nikodemus in Vers 3, du musst von ihnen geboren werden. Und hier sagt er, wenn du nicht durch Wut und Geist geboren wirst, kannst du nicht in Gott seine Reich nehmen. Du hast nicht geistliches Leben ohne diese Geburt. Na, das ist ein interessanter Vers. Er sagt nicht durch Wut und Geist. Du sind verschiedene Utleihungen über das. Ich persönlich glaube, er redet hier von einer natürlichen Geburt und von einer geistlichen Geburt. Wenn dort wo Nikodemus und Jesus von reden. Wenn Nikodemus sagt zu Jesus, okay, so, wo kann ich in meine Mutter lief nach dem Himmel geboren werden? Und Jesus sagt, wenn ich mit Wut und Geist geboren ist. Na, some würden das Utleihen sein, dass wir machen durch das Wut Gottes gewaschen sein und dann wahre geboren sein. Und das kann sein, aber ich glaube, er redet von der Wuttergeburt, das ist die natürliche Geburt. Wir reden in der Geburt immer von, okay, das Wut ist gebraucht, und es ist Zeit für die Geburt. Ein Baby wächst in Wutter in der Mutterlief. Und so, ich glaube, das ist, wo er von redet. Und nach einer Ursache, wo ich das glaube, als wenn der Anfang redet von der natürlichen Geburt und von der geistlichen Geburt. Er sagt in der nächsten Vers, was vom Fleisch geboren wird, als Fleisch. Und was vom Geist geboren wird, als Geist. Du hast eine Wuttergeburt gehabt. Du hast eine eine körperliche Geburt gehabt. Aber Tim, geistlich Waussen. Für die nächste Staup mit Jesus, dann musst du geistlich geboren sein. Und ich wünsche, können es so klar sein, dass uns so klar ist, dass wir nicht mit Jesus gehen, wenn wir uns entschlossen mal anfangen, nur die Kirche fahren und wir wollen mal mit Christen taub sein. Das ist ein guter Ding, nur die Kirche fahren. Das ist ein guter Ding, mit Christen taub sein. Aber wenn du nicht von Gott geistliches Leben hast, dann hast du kein Leben geistlich. Kraken don't, was du glaubst, wo religiös du bist, wo fan du alles hast. Das ist ein grundlegende Wahrheit, was wir müssen annehmen. Ohne Gott, dass Gott dir das gibt, hast du nicht geistliches Leben. Und das hat sich kracklich, wer wir sind, was unser Hütklier ist, was von der Sprach wir reden, oder wo wir abgewaschen sind. Du kannst jeder Jahr die Bibel durchlesen, aber du hast nicht geistliches Leben anders, als dass Gott dir das gibt. Und das ist ein Ding, wo wir sehr klar machen haben. So heißt es, was von Fleisch geboren ist, das Fleisch. Die natürliche Geburt, das ist bloß einfach eine natürliche Geburt, aber was von Geist geboren ist, das Geist. Das ist eine geistliche Geburt. Das ist ein Ding, was Gott in uns Leben tut. Und so Leben verwassen. Das sind Gedanken, und dass das geistliche Leben von Gott kommt. Da will ich vielmal ever sein für dich. Aber diese Botschaft durch ist, dann weil wir das ganz auswendig kennen, ganz in uns Kopf und in uns Hort haben, das geistliche Leben kommt von Gott. Das ist ein Ding, was heute muss geben. Und was heute will geben. Und weißt du, das ist ein langer Thema, ich kann nicht alles sagen von dir, aber lass mich bloß sagen, dass ich glaube, als Adam und Eva sich versinnen in dem Garten Eden, dann verleiht der Geist Gottes Hand. Dort wird der Tod, was Adam und Eva belebten. Dort wird der geistliche Tod, sie werden von Gott getrennt. Sie mussten in den Garten raus aus dem Teken, dass ihre Gemeinschaft mit Gott wird zwei. Und die Ursache, dass die Gemeinschaft zwei wird, wenn sie heute nicht versinnigt, in der Geist Gottes hat uns verloren. Dann eine wahre Geburt, nu in der neue Bund, in Jesus sein Tod, Begrafnis und Auferstehung. Durchbahn ist Gott sein Plan, dass der Geist Gottes trägt drei in Menschen an. Und dort ist geistliches Leben. Adam und Eva hatten geistliches Leben. Aber dann versinnen sie sich in das geistliche Leben sozusagen verleiht. Na, Gott verleiht nicht, aber er wohnt nicht mehr in ihnen. Aber nu in der wahre Geburt, nu kommt Gott mit seinem Geist. Und er trägt drei in die an.
Wenn dort nicht passiert das Lied, wenn dort nicht passiert ist, dann hast du nicht jässeljes Leben. Jässeljes Leben kommt von Gott. Ich wünsche, wir können das verstehen und das annehmen und das einfach mal fast in uns Hart bleiben, dass dort ist Gott sein Geschenk für dich. Jässeljes Leben kommt von Gott. Und wenn wir von jässeljes Leben reden, dann können wir sagen, ewiges Leben. Aber jässeljes Leben ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das ändert die nicht in wo die sit, das ändert vielleicht nicht mal in was von der Arbeit das ist, aber das ändert dein Verhältnis mit Gott. Adam und Eva verloren das Verhältnis durch Sinn. Du kannst von dir, wenn Jesus deine Sinn betont hat, nu kannst du diese Gemeinschaft mit Gott zurückkriegen und heute trägt in dein Jes nehmen. Und das jässeljes Leben. Aber ein Mensch hat nicht jässeljes Leben ohne den Heiligen Geist. Ein Mensch hat nicht jässeljes Leben anders als dass Gott sein Jes in uns trägt. Und das ist, so ich sage, das ist eine grundlegende Lehre von uns Glauben. Und da müssen wir so klar holen, wie anders dann versuchen wir uns selbst zu verdienen. Anders glauben wir, dass, okay, ich fühle mich nicht so gut, dass ich fühle mich vielleicht ein bisschen weit auch von Gott, oder da sind Dinge in meinem Leben, wo ich gut weiß, was nicht reich ist, da wo wir ein bisschen lauter davon reden und ein von den anderen Botschaften. Aber wir müssen hier anfangen. Jässeljes Leben kommt von Gott. Und so der Geist Gottes trägt den Menschen an. Und dort gibt die Leben. In Epheser 2, Vers 4, so sei er bekommene Versen, da sagt Paulus, aber Gott ist so reich und Gnade. Na, was gefährdet, sagt er, dass wir ein Tod in uns sind. Der Tod hier meint getrennt von Gott. Du hast kein jässeljes Leben. Aber nu sagt er, aber Gott ist mit seiner großen Gnade. Und das ist das wundervolle Ding von Gott. Seine Gnade jaft die ewiges Leben, was du dir never verdient hast. Seine Gnade jaft die eine Gemeinschaft mit ihm, was wir Gott wert sind. Wenn wir sind gefallene, sindelige Menschen, aber durch den Glauben an Jesus Christus, dann jaft Gott uns durch seine Gnade jässeljes Leben. So er sagt, aber Gott ist so reich und Gnade und er ist uns so gut, dass er uns mit Christus Tod wahre zum Leben bracht. Nou, wat ik wil gaan, je sollen hier morgen ist, dass diese Gnade, das Gott seine. Nicht meine als Prediger, nicht unsere Kirche, nicht uns Älteste, nicht uns Pope, das Gott seine Gnade. Und dann sagt er, dass er uns mit Christus zu wahre Leben gibt. Das kommt von Gott. Morgen ist es wieder. Er redet von heu. Das dient nur Gott. Gott durch seine Gnade. Heu gibt uns ewig Leben mit Christus zu. Er sagt, er hat uns mit Christus zu wahre zum Leben gebracht. Wenn wir dort in unsere Sünden wären, das ist in Vergangenheit, das ist nicht mehr so, wenn Gott hat die ewiges Leben gegeben. Gott hat die jässeljes Leben gegeben in den Glauben an Jesus. So wie wir dort, aber durch Gnade war wir seilig. Durch Gnade war wir seilig. Durch ein Geschenk von Gott. Und dann sagt er wieder, Gott hat uns mit Christus Jesus abgeweicht, mit einem Topen Platz im Himmel gegeben. Das Vers ist mir immer interessant, weil die Schrift so, als das Essel passiert. Er schrift das in der Vergangenheit. Das, was Gott getan hat, als du Jesus annimmst, dann gibt Gott die jässeljes Leben, nicht bloß dort, aber er gibt dir einen Platz im Himmel mit Jesus Taub. Weißt du, das ist das größte Geschenk, was wir können haben. Ich sage immer wieder, dass in Christus habe ich alles, was der Himmel zu beiden hat. Aber das ist ein Geschenk von Gott. Das haben wir uns nicht selbst verdient, das haben wir nicht einmal, aber das ist ein Geschenk von Gott. Er sagt wieder, dass er in den zukünftigen Tiden uns Christus Jesus bewiesen kann, wo vertraglich recht heu und genug ist und wo sehr gut heu uns ist. Ich will haben, soll nicht merken, dass er sagt, dass heu in den zukünftigen Tiden, oder der Teken nur Gott, das wird Gott hat, das wird Gott hat und das wird Gott hat. Das kommt rein alle von Gott. Gott seine Gnade. Und so er sagt, er hat uns in der zukünftigen Tiden wird er uns wiesen, wo vertraglich recht heu und Gnade ist. Wenn wir stark worden sind, und ja, sehen, wie wollen wir kann sein, wer wir wirklich wären als Menschen. Und was von den Fehlern wir merken, und was von den Gedanken wir fertig haben. Da meinen wir, glaube ich, an sein, wo gewaltig recht Gott seine Gnade wäre. Aber das ist Gott seine Gnade. Das ist mein Punkt hier. Das kommt alle von Gott. Heute das.
Hij wordt ons bewiesen waar Recht und Gnade ist. Dat is seine Gnade. Und so, hij zegt, en wo sehr gut hij ons is. Gott läuft uns. Gott jeft die Gnade, Gott will die raten. Gott will die in sein Königreich haben. Dat is Gott seine Gnade. Hij zegt wieder, je sind durch Gott seine Gnade gerat. Morgen dort, dass das nicht unsere Gnade, nicht unsere Worte, das ist Gott seine Gnade. Durch Gott seine Gnade gerat, willst du glauben. Das ist deine Arbeit, glauben. Das ist alles, was du kannst tun. Und dann jeft Gott die ewige Leben. Gott jeft die seine Gnade. Aber ich weiß, wie besser ich wird. Ich auch nicht. Das ist, wo Gnade dann kommt. Und so sagt, willst du glauben, das ist nicht durch deine Worte, das ist ein Geschenk von Gott. Na, weet je, das Vers ist uns sehr bekannt. Wir lesen den Versen, wir reden da Versen von, aber den mal wirklich zu glauben und anzunehmen, das ist ein ganz anderes Ding. Aber lass dir das bloß mal in Deib in den Herzen ansenken, das ist ein Geschenk von Gott. Durch den Glauben. All wir Leben kommt von Gott. Das ist seine Gnade, das ist sein Geschenk. Und das ist für die durch den Glauben. Und so Leben verwassen. Ohne das Leben, was Gott dir gibt, kannst du nicht wassen, jässlich. Das hält sich kracklich, wie viel Bibel du liest, wie viel du betest, und wat je Bibel lesen und beten und fasten und all die Dinge, was wir fertig tun, oder Zeug für uns wieder, das sind gute Dinge. Die halten die wassen, wenn du das klar hast, dass dein Leben kommt von Gott. Aber das muss erst klar werden in die. Das muss wir erst verstehen. Das muss wir erst annehmen, dass das jässliche Leben kommt von Gott. Und so jässliches Leben kommt von Gott. Nicht kenne das all auswendig, nicht so? Aber das ist eine grundlegende Wahrheit. Ohne das bist du nicht mal am Weg. Und so wollen wir uns feststellen, dass wir fahren wohin. Du fährst nach Kanada. Und du bist auf dem Bereich der Weg und du, sozusagen, du das Waussen willst, du kommst immer nur nach Kanada. Das ist was Waussen meint. Ich war immer da als Jesus. Ich komme immer nur an. Aber weißt du was? Wenn du nicht was losgefahren, dann kommst du noch nicht an. Kreiden nicht, was du wussten, was die vernehmen werden, wo fern dir alle Treich geplant hast. Du musst erst mal losfahren. Und das ist, was das ist. Jässliches Leben kommt von Gott. Wir müssen erst mal losfahren. Wir müssen erst mal das Leben, dass wir ein jässliches Leben durch Gott. Nicht, wenn wir uns durch noch fallen. Nicht, wenn wir so und so viele gute Dinge tun haben. Nicht, wenn wir bei der Gemeinde sind, oder wenn wir allerhand Dinge in uns Leben haben erlebt. Wenn du an Jesus glaubst, ja, Gott die jässliches Leben. Aber das kommt von Gott. Das ist ein Leben, was heute gibt. In Kolosser 2, Vers 13, da sagt Paulus, dass je wären zu einer Zeit jässlich tot, und jene Sünden, so das ist das Ding, was der Epheser schreibt, so wie wir tot in uns sind, in jene fleischliche Natur, ober Gott. Wir reden in unserer Kirche einmal von ober Gott. Ober Gott meint, dass das kommt von Gott. Heu haft die dort. Ober Gott hat ihn durch Christus zum Leben gebracht, heu haft uns alle Sünden vergeben. Na, ein Ding, wo wenn viele Menschen nicht jässlich wissen, als wenn sie weiten, oder verstehen das nicht, oder glauben das nicht, dass sie in Christus alle Sünden vergeben ist. Aber weißt ihr, was er sagt? Dass Gott, heuhaft uns mit Christus Tod leben. Und dann sagt er, heuhaft, nicht den Ältesten oder den Prediger oder irgendwer in dieser Welt, aber heuhaft, Gott hat uns alle Sünden vergeben. Na, hier ist eine Frage für dich. Wann Gott durch seine Gnade in Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, Gott hat die alle Sünden vergeben. Wie viel Sinn hast du geblieben? Weet je, wir nennen uns einmal arme Sünder. Und ich glaube, das ist biblisch nicht reich. Oh, ich weiß, wie du Sünden, aber du bist nicht mehr ein Sünder. Du bist nur ein Kind Gottes, du bist nur einer, was jässliches Leben hat, was einmal Sünden hat. Du bist ein Kind Gottes, was einmal Sünden hat, aber du bist nicht mehr ein Sünder. Du bist nur ein Kind Gottes. Du bist nur du hast jässliches Leben. Wenn Gott hat dir das gegeben durch den Glauben an Jesus Christus. Und so, wenn wir nicht dort verstehen können, dass uns sind alle Sünden vergeben in Christus, dann haben wir schwere Zeit zum Wassen. Wenn wir gehen uns mit einem Schuldgefühl ran,
Wir wundern einmal, okay, gleich Gott mir, was ich mir annehme, aber wenn Jesus diese Nacht kämpft, wo ich dann rein sein, wird ich wieder mal mein Leben. Das ist eine Ursache, wenn ich so viel von der rede, wenn ich wieder mal ein sehr verzweifelter Mensch, und ich habe immer ein Schuldgefühl, und ich bekenne selbst sind 10-mal ever, wenn ich kann es never verstehen, dass ich Vergebung habe. Aber was mir dort mal aufdacht, dass in Christus hat Gott mich angenommen, in Christus hat Gott mir alles vergeben. Das hat mein Leben drastisch sehr angeändert. Und so ich wünsche dort für dich. Und wenn du jährlich Waussen kostet, dann musst du das einmal in dein Hort annehmen und glauben. Wenn er nicht ist, wirst du never jährlich Waussen. So heißt es, Leben verwassen. Du wirst jährlich Waussen. Some von Ihnen haben uns gesagt, bet für mich, dass ich jährlich Waussen, weil du das halt nicht, wenn du nicht Leben hast. Na, damit meine ich nicht, ich soll nicht fragen oder gebeten, das mir recht verstehen. Ich will die nicht doodstapelen oder irgendwas, wenn du das fragst, aber das ist der erste Staub zum jährlich Waussen. Jährlich Leben kommt von Gott. Ich wünsche, wir können das taub kriegen. Ich wünsche, wir können das verstehen. Und weil ihr das jährlich Waussen habt, nicht mehr zu tun, dass wer für die beten wird. Na, dass die Menschen hast, was für die beten, ist ein gutes Ding. Aber dadurch warst du nicht jährlich. Unless er anders als dass du hast, jährlich Leben. Du kannst es verstehen. Na, weil die Menschen können von uns beten, dass wir wollen Bibel lesen, studieren, dass wir wollen unsere Einstellung immer da an Jesus einstellen. Das sind Dinge, was wir in uns Leben können tun. Aber jährliches Leben kommt von Gott. Und wenn du in das Leben kannst wassen, dann musst du das erst haben. Du musst erst jährliches Leben haben. Petrus sagt, lof Gott an den Herrn Jesus Christus, sein Vater, will sein Mitleiden wie so groß. Das war sein Mitleiden. Gott sein Mitleiden wie so groß, dass er uns nie geboren hat. War das selbst Thema? Gott hat die nie geboren. Paulus sagt das, Petrus sagt das. Das ganze Neue Testament ist gebaut um das Grund, dass jährliches Leben kommt von Gott. Weil Jesus seine Auferstehung. Paulus sagt, ohne die Auferstehung, dann haben wir nichts. Und die Auferstehung hat zu tun mit jährlichem Leben. Aber das jährliche Leben hat Gott und das hat Heidi. Und so das ist sehr wichtig, dass wir das klar haben. Er sagt wieder, und Gott ist in seiner Allmacht, Gott in seiner Allmacht wird nur sein, dass die sicher ankommen wollen. Und das Heil kriegen, willst du an Jesus glauben. Das Heil soll in der letzten Zeit offenbar werden. Na, das Vers hat eine ganze Botschaft für sich alleine, aber lass mich bloß sagen, dass viele Menschen haben Angst, wo ich bereit sein, wenn Jesus wird kommen. Wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du immer bereit sein. Du hast jährliches Leben, aber weißt du was noch? Und in Gott, in seine Allmacht, wird nur sein, dass die dort sicher ankommen. Weißt du, das ist ein sehr interessantes Thema, dass Gott hält seine Kinder. Gott bekräftigt seine Kinder, kann man sagen. Gott gibt uns den Heiligen Geist und Gott wird die halten. Aber Leben verwassen. Wenn du nicht Leben hast, dann kannst du nicht wassen. Aber wenn du das Leben nicht verstehst und du lässt dir mal irgendwo die Salz mal die Schauto bringen und du wirst die mal Salz mehr wassen. Das schafft nicht. Wenn wir jährliches Leben haben, was Gott uns gibt, und das ist ein gesundes Leben von Gott, und dann haben wir angefangen zu wassen. Jährliches Leben kommt von Gott. Sehr, sehr wichtig. Titus sagt, wie während einer Zeit selbst unvernünftig, angehorsam miteinander eine lange Streit, damit Dinge ab, wo wir ben wir. Und dann sagt der Ober, uns freundlicher Gott. Er sagt nicht, Ober, uns wie wir einmal mal anfangen, eine Zeug zu fahren. Ober, uns ich mal einmal anfangen, die Bibel zu lesen. Oder Ober, uns ich mal einmal, mir mal hat reich angetragen. Er sagt, Ober, uns freundlicher Gott. In Heiland von Tag kämen mit, wo Gott heu alle Menschen wir. Dann sagt er, rat heu uns. Heirat uns. Dass wir nicht, dass wir Gerechtigkeitsworten abzuwiesen haben, dass wir ut seine enet mit Leiden. Ein anderer wieder ut seine Gnade. Aber weißt du, heirat die ut seine Gnade. Wir wurden dadurch nie geboren, dass uns wasch. Und durch den Heiligen Geist nie het Leben geeft.
Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, dass ohne den Heiligen Geist hast du nicht geistliches Leben. Wenn das hat bloß Gott sein Geist, und er allein kann dir das geben. Wenn wir das annehmen, wenn wir das verstehen, das geistliches Leben kommt von Gott, dann sagt er, den Heil, der Jesus Christus uns heiland, wirklich über uns kommen leid. Wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Die Bibel ist witten schwarz klar dort. Wenn du nicht hast, dann hast du nicht geistliches Leben. Wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann bist du nicht nie geboren. Der Heilige Geist trägt in die an, und du warst nie ein Mensch. Er sagt wieder, dass wir, nur dass wir durch seine Gnade sind gerechtfertigt worden, oben sind wir uns wie die Hoffnung auf ewiges Leben haben. So wir sind oben. Aber das ist alles von Gott. Er gibt die geistliche Leben, er gibt die ewige Leben, er gibt den Aufgott, er gibt den Heiligen Geist, das ist alles topgeknackt. Und das kommt alles von Gott. Leben verwassen. Geistliches Leben kommt von Gott. Ich wünsche, wir können das wörtlich in uns Wort verstehen. Das geistliche Leben kommt von Gott. Weißt du, wir wollen geistlich wissen. Und das ist ein gutes Ding. Viele von euch haben uns gesagt, wir wollen geistlich wissen. Und das ist ein sehr gutes Ding. Gott will haben, wir sollen wissen. Im Kolosserbrief sagt er, dass wir sollen immer doller den litten, wie uns gemerkt haben. Geistlicher Wachstum ist ein sehr gutes Ding. Aber weißt du, was liegt? Geistliches Leben. Das ist, was du wissen willst. Geistliches Leben. Geistliches Leben meint Gemeinschaft mit Gott. Und so du wirst in deine Gemeinschaft mit Gott wissen. Das kannst du bloß dann, wenn Gott dir die Gemeinschaft gegeben hat. Und ich will die Mut merken. Raub Jesus an. Weil je durch ein Glauben an Jesus Christus, gibt Gott uns das ewige Leben. Und wir wollen in der nächsten Botschaft checken, dass some Dinge, was wir können tun, nur dass wir Christen sind. Nur dass wir das geistliche Leben haben. Dann sind das some Dinge, was wichtig sind in uns Leben. Und wir wollen das some von den checken. Aber wenn das nicht ist in uns Leben ist, dann hat sie krieglich, was ich wieder sage, dann hat sie krieglich, was du wieder lesen ist, oder wo sie die anstrengend ist. Du kannst nicht geistlich wissen, wenn du nicht geistliches Leben hast. Und du kannst Dinge in dein Leben ändern. Du kannst abhören mit Dingen tun, vielleicht was Eisen sind, so schmecken oder Drugs brauchen oder Pornografie checken. Du kannst alle von Dingen in dein Leben ändern. Aber dort merkt die nicht geistlich wissen. Dort merkt die nicht mal geistlich. Du kannst anfangen, nur die Kirche zu kommen. Du kannst sogar zu Unrecht gehen. Du kannst die Taufen lassen. Und du kannst die sozusagen Leute anschreiben in die Gemeinde. Du kannst bei die Gemeinde gehen oder die Leute anschreiben. Du kannst vielleicht arme Menschen helfen. Du kannst alle Hand tun. Und das sind gute Dinge. Aber das hilft dir nicht geistliches Leben. Und das hilft dir nicht geistlich wissen, wenn du nicht geistliches Leben hast. Ich muss planten und dann etwas korn. Ich planten und dann etwas Herbstbeeren oder was immer. Geistliches Leben kommt von Gott. Leben verwassen. So was steht mit dir? Bist du sicher, dass du hast ewiges Leben? Bist du sicher, dass Gott hat dir geistliches Leben gegeben? Und vielleicht sagst du, nein, ich weiß nicht. Die Bibel sagt, wenn du an Jesus glaubst von deinem Hort und du mit deinem Müll bezahlst, dann gibt Gott dir ewiges Leben. Dort ist seine Gnade, dort ist sein Geschenk. Versuch dir das nicht zu verdienen. Glaub nicht, dass du mit dit und dort ein Jahr alle nur erstmal tun, für du ewiges Leben hast. Mit dem Kolosserbrief sagt Paulus, dass nur, dass du mit Christus sind abgestanden, zu nie leben. Nu lebt und dort nie leben. Und du musst erst leben sein in Anwurzeln. Ich wünsche das für dich. Ich wünsche, du wirst erstlich wissen. Aber du musst erst das Leben haben. Fertig kannst wissen. Raubt Jesus an, Frau an, dass er wird die raten. Dat steht in Johannes 1, Vers 12, dass alle, die wat hem abnehmen und sie noemen bleiben, die jij heirat reich, Gott sind nicht Kinder zu werden. Und die werden durch Gott geboren. In andere Woorden, Gott hat ihnen das ewige Leben gegeben. Gott hat ihnen das geistliche Leben gegeben. Das ist seine Gnade, sein Geschenk.
waar we dat aannemen. Ik wil nog met je te beden. Ziemliche Vater, vielmal Dankeschön für deine Gnade. Dankeschön, dass du uns raten lässt. Dankeschön, dass du das hast so angerichtet, wie durch den Glauben an Jesus Christus, was er getan hat. Dass wir durch den Glauben Jesus Leben haben. Und dann bete ich, dass du uns verschalten, dass wir das können verstehen und das annehmen, dass Jesus Leben kommt von dir. Ich danke dir, Herr, dass du uns raten lässt, du vergibst all unsere Sünden und das alle ein Geschenk von dir durch Jesus Christus. Mag Gott ihn rechtlich sehen. Das ist eine sehr gute Botschaft, habe ich hier von Pastor John. Und wenn du das gehört hast, du sagst, ich würde gleich zu Waussen, ich würde gleich den nächsten Staupen nehmen und in meinem Leben, ich würde gleich Jesus kennenlernen. Ich würde mit dir gleich zu beten und dass du kannst Jesus annehmen von dir. Wir sein ein Lebenswasser, dass das erste kommt glauben, dass an Jesus glauben und die Vertrauen ab ansaten. Dann das nächste, das kommt taufen und dann das nächste, das als Waussen. So werden wir der erste Ding dann an Jesus bis anladen und ans Leben, in dein Leben, dass du kannst anfangen, Jesus nur zu folgen. So ich will mit dir beten und dass du kannst die Gelegenheit haben, zum ein Kind Gottes war von dir. So bet bis mit mir taub. Jesus, ich glaube an dich. Ich danke dir, dass du bist für mich gestorben. Ich danke dir, dass du meine Sünde wegnimmst. Ich danke dir, dass du mich ganz rein machst. Ich frage von dir, nimm mich an als dein Kind. Ich sage mein Vertrauen auf dich und ich will dir nur folgen von dir an wieder. In Jesu Namen. Amen. Hey, vielmal Dankeschön für so brav sein und dort beten. Und lasst uns weiten, wenn du das Gebet hast. Schreib an uns Kirchennummer, lasst uns weiten. Und wenn du hier in dieser Area bist, dass wir hier wo dich bist, dass wir können mit dir reden, wie wir das gleichen, und die zu helfen, dass wir die können taufen und dass du kannst wieder waschen. So lasst uns weiter, wenn du hast Jesus angenommen, wie frei uns bist, so sehr, dass du in dieser Familie bist. Hier sind ein paar Dinge, die ich will bekannt machen, für wir diesen Service zu machen. Eins ist, ihr müsst sagen, wo ihr geben kann. Und ein von den Wegen, was ihr kann tun, ist, wenn ihr von der kriegt nach der Kirche vor, von Klock 11 bis Klock 12, dann sind die Diakonen da. Und dann kann ihr entweder die Offering geben, wenn ihr durchgeben. Oder ihr könnt auch in den Weg nach unser Kirche-Office kommen. Das ist von 8:30 bis Klock 12 ist es open und dann von Klock 1 bis Klock 5. So ihr könnt dahin kommen und ein Offering durchgeben. Oder wenn ihr bloß dort Taubhall dort Geld, was ihr zu Zeit leihen, was ihr geben in der Kirche, ihr könnt dort bis zu Zeit leihen, aber wenn die Kirche open ist, dann könnt ihr dort auch geben, wenn wir schwer oben sind. Wir bedanken uns zu all von Ihnen, was ihr gegeben durch diese Zeit, dass die Kirche wieder geht. Dankeschön für was ihr tun und wünschen Gottes Segen wieder in Ihre Finances. Noch ein paar mehr Dinge, was ich will sagen, dass ich kann sein, ich sehe hier in dem Studio. Und ein von den Ursachen, wo ich hier in dem Studio sehe, wenn wir dann unsere Kirche abfixen, der Meier für Jesus Projekt, der jetzt wieder, der Phase Nummer 2, dort jetzt wieder, wird der erste Flur fixen. Und wir haben geredet von den Screen, da hängen was wir dort 9 Tage in den Grad da merken, dort am anderen. So, da wird so geschafft in der Kirche und wir sind so mutig, dass das Meier für Jesus wieder geht. Und so, wir kicken fertig, wenn die Kirche war, wird up sein. Und ihr kann alle an der Kirche kommen. Da wird ein bisschen anders lauten in der Kirche mit den Fluren und so Dinge. Und aber das ist die Ursache, wo wir das in ein Studio abtapen dann. So, Meier für Jesus geht wieder. Noch ein anderes Ding, Meier ist auch, die Kummer, der ist ab. Und so, wenn irgendwer von Ihnen Eten fehlt für Ihnen Kummer, ihr kann nach der Kirche kommen von der, von Klock 11 bis Klock 12, wenn die Diakonen sind und sie wollen wirklich helfen mit dort. Du hast Eten in der Kummer und wenn ihr leer sind und Ihnen Dinge fehlen, kommt dahin und wir wollen wirklich helfen in dieser Zeit, wo das ein bisschen schwer da dreht. Dort sind die Announcements. Noch ein Ding mehr. On Mittwoch haben wir einen Service, da wird Anbetung sein, da wird eine Botschaft sein. Diese Woche Mittwoch, das fängt Klock 7 an. Kann ihr uns weiter checken an YouTube, Facebook und die verschiedenen Areas. Dort ihr kann besport sein von einem Service, was ein Mädel in der Weg ist. Das sind all die Dinge für Announcements. Ich wünsche Ihnen wieder einen guten Tag von dir mit Ihrer Familie. Für wir tun, merken wir ein bisschen sehen, über Ihnen beten. Und dann können wir im Tag nachgehen. Dankeschön, Jesus, für diese Zeit. Dankeschön für dein Wort. Dankeschön, dass wir das haben klar hier. Dankeschön für die Anbetungszeit. Dankeschön, dass wir keine Part sein von Lebenswasser und diese Gemeinschaft, die wir können haben. Und
geeft best jeder einer een gouden dag van jou, een gouden dag met ihre familie. Hou en sicher en Gottes Segen met jeder einer. In Jezus' Naam. Amen.